Hi zu Lucky Recipes! Heute zeigen wir euch, wie ihr mit roten Linsen richtig geniale Kebabspieße zubereiten könnt. Die Basis sind wie gesagt rote Linsen, die habe ich schon gewaschen und dann eingeweicht. Und dann kommen noch Kartoffeln dazu, die habe ich einfach schon vorgekocht. Und dann müsst ihr eigentlich gar nicht mehr so viel schnippeln. Besorgt euch am besten mehlig kochende Kartoffeln, die geben den Kebabs eine wunderbare Konsistenz und verbinden sich mit den Linsen. Linsen alleine würden die Kebabs unserer Meinung nach etwas zu trocken machen. Diese Kebabs bereichern jeden Grillabend, weil sie vegan sind und bei allen gut ankommen. Also perfekt für die ganze Familie und eure Freunde. In Indien sieht man sie auch häufig zur Ramadan-Zeit oder auf Partys als Snack. Ich habe sie erst neulich wieder für meine Eltern gemacht und sie waren richtig begeistert. Wichtig ist es, die Kartoffeln nicht zu viel zu stampfen, denn sonst werden die Kebabs wiederum zu weich. Lasst sie daher ruhig ein wenig stückig. Um unseren Kebabs ein schönes Raucharoma zu verleihen, arbeiten wir mit Räuchersalz. Wir haben jetzt dänisches Räuchersalz, das ist etwas grobkörniger, deshalb werde ich es gleich noch vermahlen. Und durch seine Smokiness bekommen unsere Kebabs ein schönes Tandoor-Aroma. Das Räuchersalz ist quasi ein einfacher Trick, wenn man die Kebabs in der Pfanne zubereiten möchte. Ihr könnt die Spieße aber auch wunderbar grillen und das Räuchersalz weglassen. Als nächstes kümmern wir uns um die Linsen. Durch das Einweichen haben sie ihr Gewicht verdoppelt und wiegen jetzt ungefähr 400 Gramm. Mit aromatischen und wärmenden Gewürzen bekommen die Linsen einen ganz tollen Geschmack. Dadurch passen sie hervorragend zum nächsten Grillabend und halten außerdem lange satt. Auch die Linsen püriere ich nicht komplett glatt. Es soll ja kein Aufstrich werden. Püriert sie nur so lange, bis ihr eine körnige und breiige Konsistenz habt. Jetzt mische ich die Linsenmasse unter die Kartoffeln. Ihr merkt schon, das Ganze hört sich noch sehr feucht an und richtig formen lässt sich die Masse auch noch nicht, was uns schon zum nächsten wichtigen Schritt bringt. Ihr habt ja gesehen, unsere Mischung ist noch recht weich, daraus lassen sich noch keine Kebabs formen, deshalb brate ich das Ganze auf mittlerer Stufe an und dadurch verändert sich unser Teig und der lässt sich dann falten, daraus kann man dann sehr gute Kebabs formen. Seht ihr, sobald sich der Teig so falten lässt und an der Pfanne leicht anknostert, wisst ihr, dass der Teig stabil genug ist, um ihn zu formen. Bei uns hat es etwa 8 Minuten gedauert. Nicht zu lange braten, denn dann werden die Kebabs wieder zu trocken. Lasst die Masse ein wenig abkühlen und schneidet derweil die nächsten Zutaten fein. Gehackte grüne Chili, 2 Schalotten und frischer Koriander werden unter den Teig geknetet. Durch diese Zutaten bekommen unsere Kebabs nochmal eine pikant herzhafte Note und wer keinen Koriander mag, kann etwas Minze mit frischer glatter Petersilie mischen. Und wenn ihr das zum Beispiel für einen Kindergeburtstag zubereiten wollt, dann lasst einfach die Chilis weg. Ganz wichtig ist auch ein bisschen Säure. Das verleiht den Kebabs eine schöne frische Note und bringt den Geschmack auf das nächste Level und macht unserem Motto Fresh and Spicy alle Ehre. Wir werden unseren Teig jetzt noch schön abschmecken mit ein bisschen Säure. Und zwar habe ich hier Mangopulver getrocknetes und das wird aus einer unreifen Mango gewonnen. Das nennt man bei uns Amchur. Findet ihr im indischen Geschäft, aber wenn ihr das nicht habt, nicht schlimm, wir machen ja sowieso noch ein bisschen Limettensaft rein. Oder vielleicht hat ja jemand von euch Sumak zu Hause. Upsala! Das ist vom Essigbaum, das findet man oft in der türkischen Küche. Und unser Amchur ist quasi die indische Variante von Sumak. Am besten schmeckt ihr die Säure einfach nach eurem Geschmack ab und dann knetet ihr die frischen Zutaten unter.
Der fertige Teig wiegt um die 800 Gramm, damit könnt ihr ca. 10 Spieße formen oder ihr macht daraus solche runden Taler ab 50 Gramm. Dann eignen sie sich sehr gut als kleine Häppchen. Wenn ihr die Spieße benutzt, dann formt zunächst eine Art dickere Köfte, die lässt sich leichter aufspießen als ein langes Kebab. Dann könnt ihr den Teig mit leichtem Druck auf dem Spieß verteilen. Wichtig beim Formen ist, dass ihr mit feuchten Händen arbeitet, damit die Oberfläche sich gut versiegeln lässt. So bekommen die Kebabs außen eine schöne Kruste und innen bleiben sie angenehm weich. Außerdem klebt der Teig nicht so an den Händen. Eure Spieße könnt ihr entweder in einer Pfanne oder in einem Airfryer zubereiten. In der Pfanne müsst ihr die Kebabs ca. 4 Minuten pro Seite braten. Bei der Zubereitung im Airfryer müsst ihr erst den Boden ein wenig einölen und die Kebabs nach der Hälfte der Zeit auch nochmal wenden und mit Öl bestreichen. In Summe brauchen sie etwa 10 Minuten im Airfryer. Ihr könnt eure Kebabs natürlich auch auf dem Grill zubereiten und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr eure Ergebnisse mit uns auf Insta teilt. Serviert die Kebabs mit einem frischen Dip oder mit unserem selbstgemachten Curry Ketchup. Einen Link findet ihr oben rechts. Wir versprechen euch, diese Teile sind der Hammer und jeder wird euch nach dem Rezept fragen. Und dann sagt ihr auf jeden Fall, geht zu Lucky Recipes, die haben tolle Rezepte, nachmachen und dann sehen wir euch beim nächsten Video. Tschüss!